willkommen hier in der Brickworld zu einem weiteren Update in der Geburtstagswoche, dazu später mehr. Und heute arbeiten wir vorne am Fluss weiter. Wir werden dort die Lücke im Felsen schließen, wir werden weitere Lücken im Wasser schließen, wahrscheinlich auch weiter beleuchten. Das machen wir heute. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei bei diesem neuen Update-Video und nochmal vielen Dank an all die neuen Abonnenten hier auf dem Kanal. Ich sage auch Hallo an euch alle und gleich geht's hier los mit neuen Updates aus der Brickworld. Und damit starten wir auch heute wieder endlich in ein Speedbuild. Und ihr seht, heute heißt es Lücken schließen, wahrscheinlich mehr als jemals zuvor. Denn wir schließen tatsächlich diese große Lücke hier im Felsen. Und dazu müssen wir jetzt erstmal, nachdem ich die Platte schon mal vorbereitet habe, abseits des Videos, bereiten wir jetzt erstmal hier vorne am Felsen den Fluss und den Strand in Anführungsstrichen vor, damit wir jetzt eine Grundlage haben, um dann anfangen zu können, mit dem Berg und dem Felsen nach oben zu bauen. Die Lücke ist ja entstanden, weil wir ja die ganze Stadtmauer, ganze halbe Plate nach hinten geschoben haben. Das heißt, diese beiden Elemente waren eigentlich mal direkt aneinander anschließend. Dadurch entstand jetzt hier an dieser Stelle eine Lücke, die wir heute schließen wollen, damit das Ganze eben hübscher wird. Thema Lücken schließen ist ja ein ganz großes Thema, haben ja viele angesprochen. Das machen wir jetzt immer wieder, vor allem sehr viel davon, um einfach jetzt mal vor allem vom Blick von vorne das Ganze ein bisschen hübscher hinzukriegen. Es haben sich einfach sehr viele Baustellen aufgetan in der Brickworld und auch viele Lücken und wir wollen jetzt einfach Lücken schließen. Eine Lücke ist eben der Fluss, den möchte ich jetzt in absehbarer Zeit, im besten Fall möchte ich in diesem August mit dem ganzen Fluss soweit fertig werden, dass da jetzt auch nichts mehr zu machen ist. Das heißt, Thors Hütte, der ganze Fluss, alle Minifiguren, Beleuchtung, Brücke etc. Das soll alles eigentlich jetzt in diesem August fertig sein, damit das Projekt Fluss in der jetzigen Form so abschließen können, dass es einfach einen Haken bekommt und dass wir vielleicht irgendwann in ferner Zukunft den Fluss erweitern, weil wir haben ja doch noch ein bisschen Platz im Raum nach links und ein anderes Flussufer vielleicht auch noch bauen, aber das ist eine Sache, das werde ich in nicht nennenswerter Zeit angehen und heute machen wir jetzt erstmal, wie gesagt, hier den Felsen weiter. Ihr seht's, Felsenbau ist eine Geschichte, das dauert immer so ein bisschen, ist keine Sache, die schnell geht, verbraucht aber auf jeden Fall sehr viel Steine, sehr viel Stützmaterial und man muss ein bisschen hin und her bauen, damit es eben nicht zu einseitig aussieht, also nicht nur immer die gleichen zweierbreiten Stein oder einerbreiten Stein aufeinander stapeln, um dann hier nach oben bauen, sondern hier und da ein bisschen durcheinander bauen, damit das Ganze einfach einen schönen Anblick am Ende ergibt. Und wie ihr jetzt sehr gut sehen könnt, schließt sich endlich diese Lücke ganz nach dem Thema, das wir auch im August weiter verfolgen werden. Schließen von Lücken hier in der Brickworld. Und ihr seht auch, das hier schließt sich jetzt auch alles langsam. Und ich bin wirklich, bin guter Laune und gutes Willens, dass wir diesen ganzen Bereich hier vorne vielleicht in diesem Monat fertig bekommen. Vor allem Freitag, 12. August, ich habe es fast selbst vergessen, steht das Zweijährige der Brickworld an. Die Brickworld wird 2 Jahre alt am Freitag, den 12. Ich bin gespannt, was wir da bis dahin machen. Ich hatte eine Idee, ich weiß nicht, ob ich es bis dahin bekomme. Lasst euch überraschen, ob wir was Besonderes hinbekommen oder nicht. Ich weiß es leider noch nicht, aber wir kriegen schon irgendwas Besonderes hin. Aber wir bauen erstmal hier die Lücke fertig zu und dann wollen wir vor allem auch heute noch hier das Wasser schließen, damit einfach mal hier die Optik ein bisschen einen Weg nach vorne bekommt. Ich habe heute wieder Post bekommen und heute mal wieder Post von Zottel und Krienchen. Oder besser gesagt, die beiden sind tolle Unterstützer dieses Kanals und dieses Projekts. Und die schreiben mir, hey Daniel, waren im Lego Store im Zentrum und haben die einen Becher gefüllt. Hier stand übrigens mal gefüllt, deshalb schreibt er auch, sorry, ist heute sehr warm. Und die Tüte haben wir im Aldi gefunden und gedacht, dass die super passen in deine Stadt. Ganz liebe Grüße, Zottel und Krienchen. Vielen Dank für dieses Paket und auch vielen Dank dafür, dass ihr Kanalunterstützer seid. Und hier drin, ich zeige es mal allen ganz kurz, haben wir, machen wir erstmal kurz die Tüte raus. Ich bin super vorbereitet, wie ihr seht. Dieses Polybag. Das ist auf jeden Fall super praktisch, denn Figuren können wir natürlich immer gebrauchen und auch mit den ganzen Teilen, die zusätzlich dabei sind. Und dazu gibt es den Inhalt hier seht ihr es schon, ganz viele tolle Teile. Die werden sicherlich nach und nach auch ihren Weg in die Brickworld finden und da sage ich auf jeden Fall vielen Dank euch beiden. Und wenn ihr auch was hier schicken wollt für die Brickworld, dann findet ihr die Adresse im Impressum. Ansonsten schreibt mir gerne auch bei Instagram, dann können wir das auch irgendwie absprechen. Ansonsten vielen Dank für alle Unterstützer und jetzt geht's hier weiter. Der Felsen ist soweit fertig, wie ihr sehen könnt. Oben, wo der Weg sein wird, ist noch eine Lücke. Das wird sich aber in einem der nächsten Updates dann auch schließen. Ich muss hier beim Übergang zum Gebäude noch ein bisschen was ändern. Deshalb habe ich jetzt hier noch nicht geschlossen. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen runtergehen mit der Kamera, dann sehen wir, dass jetzt hier die ganze Felswand auf dem bisherigen Tisch für den Fluss geschlossen ist. Das macht einfach einen riesen Unterschied, auch dass diese Lücke geschlossen ist.
Die nächsten Schritte für heute sind, dass das Wasser weiter geschlossen wird und weitere Bojen. Wir haben diese beiden Bojen jeweils in Rot und in Grün ja vor einiger Zeit, das ist schon sehr, sehr lange her, gebaut. Ich habe auch jetzt endlich die Teile bekommen, um weitere Bojen zu bauen. Ist tatsächlich finanziell gar nicht mal so schlimm. Aber wir müssen das natürlich hier jetzt noch ein bisschen weiter beleuchten. Wir werden nicht alles machen. Auf jeden Fall kommt da noch eine grüne hin auf dieses Modul. Da können wir nämlich auch den Anschluss nutzen, den wir eh schon haben. Denn eigentlich ist diese Höhle beleuchtet, momentan aber noch gar nicht angeschlossen. Das machen wir heute. Dazu nehmen wir dafür das Beleuchtungssystem von meinem Beleuchtungspartner. Und darum kümmere ich mich jetzt und dann schauen wir uns gleich mal an, wie es aussieht, wenn endlich eine der nächsten Bojen hier im Fluss steht. Nachdem ich hier die Hälfte des Flusses wieder aufgerissen habe, um mein Kabel verlegen zu können, habe ich es endlich geschafft, die neue Boje hier reinzubauen. Abstand habe ich ungefähr so gelassen wie von dieser zu dieser. Sieht eigentlich ganz gut aus, bringt jetzt auch ein bisschen hier die Vollständigkeit wieder hinein und auch das Licht in der Höhle ist an. Sieht man jetzt bei der Helligkeit hier im Raum gar nicht so gut, aber es ist wieder an. Das heißt, dieses Modul ist jetzt auch endlich wieder mit dem Stromkreis verbunden. Was wir jetzt auf jeden Fall noch mache, ist, dass ich jetzt hier diesen Bereich auf jeden Fall fließe und gerne eigentlich noch diesen Bereich mal schauen, wie weit ich heute noch komme. Im nächsten Tag, denke ich, schauen wir uns einfach mal an, wie weit die Fliesenarbeit gekommen ist und dann schauen wir an, wie das ganze Ergebnis des Tages aussieht. Der Moment ist gekommen, wir sind fertig für heute und ihr seht, die Wasserfläche hat einen riesen Fortschritt gemacht und vor allem die Lücke, die geschlossen ist, macht ebenso einen riesen Unterschied. Die ganze Streifen nach hier vorne und hier die Lücke vor der Insel wurde geschlossen. Hier habe ich noch offen gelassen, weil erstens ist es sehr viel Arbeit, zweitens muss ich hier noch das Modul komplett neu verkabeln, weil wir hier ja auch Beleuchtung brauchen. Das machen wir auf jeden Fall nicht in diesem heutigen Update, aber wenn ihr euch jetzt mal den Fluss anschaut, das hat jetzt wirklich einen riesen Unterschied gemacht und es bringt natürlich auch noch einiges. Jetzt, da der Fluss nochmal eine ganze Baseplate größer ist als im alten Layout, das bringt einfach mehr Tiefe in die ganze Geschichte. Mir gefällt's, ich hoffe euch auch und es ist inzwischen so dunkel im Raum, dass wir jetzt gleich nochmal das Licht ausmachen und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze hier aussieht mit Beleuchtung. Und ich versuche es diesmal nicht zu vergessen, jetzt, in diesem Augenblick, möchte ich eigentlich den Counter für die Anzahl der Einwohner einblenden. Ich hoffe, es wird nicht wieder vergessen. Manche haben danach gefragt. Ich werde versuchen, es diesmal einzublenden. Drückt mir die Daumen. Ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Cut zum finalen Cut und schauen uns an, wie die Stadt aussieht. Das Licht ist aus und es leuchtet schön in der Brickworld. Und wenn wir jetzt mal hier unter der Brücke hindurchschauen, die auch noch fertiggestellt werden muss, macht das wirklich einen riesen Unterschied. Wir können jetzt nach da hinten schauen. Wir sehen hinten die Stadtmauer, wir sehen da hinten die nächste Boje leuchtet, es gibt 3 grüne und es macht wirklich einen Unterschied, jetzt wo alles geschlossen wird. Mission Lücken schließen geht damit voran, ich hoffe ihr seht es immer noch ganz gut, weil der hier vorne noch relativ wenig beleuchtet ist, aber mit einem Schwenk nach hinten würde ich sagen, dies war's für heute hier in der Brickworld. Ich bin zufrieden mit dem heutigen Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Schreibt mir wie immer alles in die Kommentare und ansonsten bleibt mir gar nicht so viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die vielen, vielen neuen Abonnenten hier in der Brickworld. Ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim selber natürlich und wir sehen uns dann. Tschüss.